Willkommen zurück zu Demon World. Wir spielen jetzt eine alternative Schlacht. Und zwar habt ihr im letzten Video gesehen, wie wir die Pikeniere befreit haben. Man hätte aber auch stattdessen weiter auf Berlag marschieren können in der Story. Und dann gerät man in eine andere Schlacht. Man musste einen Hinterhalt erfolgreich für sich bestehen. Und das schauen wir uns an, wie das diesmal läuft. Dazu haben wir nicht exakt die gleiche Armee wie beim letzten Mal, sondern ich musste quasi die Nachschubmission, die erste, nochmal spielen, damit wir dann den Weg neu wählen können. Und deswegen haben wir eine ähnliche Armee, aber ein paar andere Truppen. Die zeige ich euch jetzt. Da sind nämlich ein paar Erfahrungsstufen anders und gleichzeitig werden wir noch ein bisschen Ordnung schaffen hier. So, also eigentlich ist nicht so viel anders. Die Lanzenreiter haben keine Erfahrung in dieser Version. Dafür haben die Berserker hier bei der Panzerung einen mehr. Und die Mammutjäger sind 2 Stufen aufgestiegen, haben Kampfstärke und Bewegung mehr. Dann schauen wir rein. Diese alternativen Missionen meines Wissens noch nicht auf YouTube eingestellt wurde, weil alle, die Demon World gespielt haben, immer den Weg gegangen sind, bei dem man die Pikenier-Einheiten befreit, werde ich jetzt noch den Eintrag im Kriegstagebuch vorlesen lassen. Den werde ich aber nicht in den Untertiteln auf Deutsch oder Englisch übersetzen. Das wäre mir einfach zu viel Arbeit. Ja, bitte seht's mir nach. Aber wer den Tagebucheintrag jetzt hören will, wie gesagt, ich glaube noch nicht auf YouTube, der kann das jetzt gerne machen. Berlag existiert nicht mehr. Von der einstmals stolzen Trutzburg des Nordens sind nur Ruinen geblieben. Eine dunkle Macht hat hier ihr grausames Werk vollbracht und die Betrachtung der tödlichen Spuren des Geschehenen bringt mich zu der Vermutung, dass Tiermenschen die Bewohner getötet und verschleppt haben. Kein Bewohner hat dieses Massaker überlebt. Von einer Woge tiefen Hasses erfasst, rammte ich mein Schwert tief in die blutgetränkte Erde, um im Angesicht all dieser Zerstörung einen heiligen Eid zu leisten. Ich werde nicht ruhen, bevor nicht der letzten dieser Mörderkreaturen der Kopf durch die Klinge des Imperiums vom Rumpf getrennt wurde. Ich hatte gehofft, dass man mir in Berlag den entscheidenden Fingerzeig auf den Aufenthaltsort des Magiers würde geben können, doch diese Hoffnung ist nun Staub geworden. Nur der Hinweis Sarandors war mir geblieben, und so zogen wir in die Berge, um nach der Höhle des weisen Magiers zu suchen. Wir befanden uns nun in einer engen Schlucht, wo wir uns einen Moment zur Rast niederlassen wollten. Doch war die Ruhe nur kurz, denn eine Horde von Tiermenschen hat uns hier aufgelauert. Sie schienen überall zu sein und über jeden unserer Schritte zu wachen. Doch werden wir uns den Kreaturen zum Kampfe stellen, um ihnen das Mal des Imperiums mit dem Schwert in ihre fellbedeckten Leiber schlagen. So, also wieder können wir nur eine Vorhut aufstellen. Mit Zaubern, dann nehmen wir vielleicht die Druiden und dann schauen wir mal, was wir sonst noch nehmen. Jetzt machen wir so eine defensive Aufstellung und dann später kriegen wir die gesamte Hauptarmee. Man kann hier zwar auch theoretisch fliehen vom Schlachtfeld, aber ich denke, wir werden wieder so spielen, dass wir die Gegner besiegen. Die Druiden finde ich ganz gut für den Anfang. Die sind ein bisschen zu schwach. Ich glaube, wir nehmen mal die Berserker. Wo sind die? Da. Die sind nämlich stark. Als Helden. Nehmen wir als Helden. Die Mammutjäger, ja, vielleicht. Hier stellen wir auch mal 2 Kanonen auf. Ich überlege jetzt, welche Einheiten ich nehmen soll. Eigentlich will ich Infanterieeinheiten aus den Provinz hernehmen, weil wir da die meisten Punkte haben,
um den Nachschub wieder aufzufüllen. Das heißt, wenn wir jetzt Verluste erleiden, können wir das bis zur nächsten Schlacht wieder ausgleichen. Während ich zum Beispiel bei den Ordenstruppen keine Reservepunkte habe. Also jeder Mann, der da stirbt, der wird nicht mehr ersetzt werden in der nächsten Zukunft jedenfalls. Und um die geht es uns ja. Dann Lanzenreiter. Ja, komm, nehmen wir die Motive, nehmen wir auf 5 Moral, das ist mit am wichtigsten. Ja, von mir ist noch eine Kanone. Als Helden nehmen wir wieder den Jorgan, der ist ja der stärkste, den wir noch haben. Und ansonsten ja, nehmen wir die Lanzenreiter, die Sturmreiter. Können immer noch was aufstellen. Das ist fast egal, nehmen wir die von mir aus. Andere Formation. Okay. So, also wir sehen, wir sind hier in so einer Schlucht und überall lugen schon die Einheiten vielleicht ein bisschen raus. Man kann sich auch vorstellen, dass die hier so im Wald sitzen und dann zur Zeit ist das Ende noch frei. Man sieht schon da vom Felsvorsprung überall lauern Gefahren und wir machen jetzt einen kleinen Trick. Und zwar schaffen wir ein Elementar und das auf erhöhter Position und dadurch halten wir dann ein viel größeres Sichtfeld und sehen zum Beispiel, dass hier ein gegnerischer Mörser aufgestellt ist, den wir schleunigst beseitigen wollen. Dann hier hinten ist auch ein Mörser, der uns aber noch nicht interessiert. Da sind noch Eisbärenreiter. Zu denen habe ich, glaube ich, das letzte Mal gar nichts gesagt, aber die können relativ gefährlich werden im Kampf. Wie bei allen Tiermenschen ist bei denen auch wieder das Problem, dass die eine niedrige Moral haben und dann irgendwann fliegen. Hier das Gefolge der Ritter ist so eine schlechte Fernkampfeinheit. Da muss man nur schauen, dass man die in den Nahkampf verwickelt und dann werden sie auch fliehen mit ihrer niedrigen Moral. Und ja, beim Rest schauen wir weiter. Dann drehen wir die Kanone nach Südosten. Warum wir hier nicht das Geschoss wechseln können, weiß ich nicht, aber okay, ist relativ egal, wir schießen da drauf. Treffen nicht. Da richten wir mal ein Brandgeschoss ein. Denn das ist eine gute Möglichkeit, dass die Kanonen, die wird sehr, sehr sicher in der nächsten Runde sterben, durch den Feuerschaden. Dann bin ich mir relativ sicher, dass hier noch was lauert. Dann werden wir die Berserker darunter schwenken. Hier nicht zu weit vorgehen. Hier oben werden wir auch eine Truppe aufstellen. Da brauchen wir noch ein bisschen, die dann sich da hinten diese Sachen kümmert. Hier werden wir vielleicht andere Formationen machen, damit wir in Lücken reinstoßen und mitkämpfen können. Schauen wir mal, wie weit die Kanone käme. Oh, das ist nicht so weit, ungefähr hier bis zum Waldanfang. Man könnte jetzt theoretisch Feuer schießen. Das ist aber relativ... da sieht man sogar jetzt die Eisbärenreiter. Das ist aber relativ gefährlich in meinen Augen. Also einfach das Schlachtfeld hier irgendwie anzuzünden. Weil dann kriegt man ganz schöne Schwierigkeiten, wenn man da durchrennen muss. Das heißt, wir sind jetzt erstmal für den Anfang vorbei und
beenden die Runde. So, da haben wir es schon gehört, am Knall. Die Kanone ist abgebrannt. Und da wir die Eisbärenreiter sehen, werden wir jetzt die fröhlich niederschießen. Dann noch einen Baum erschaffen. Und erstmal abwarten, bis die Hauptarmee kommt. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen Platz schaffen. Ne, da haben wir eigentlich noch genug Platz zum Aufstellen. Ja, wir haben gerade die Bewegung des Gegners gesehen. Da sind einige Helden aus dem Wald rausgetreten. Und jetzt sehen wir schon, der Gegner hat sehr starke Einheiten. Die Brüder des Eislords. Das ist so die Elite-Einheit der Tiermenschen. Auch wenn sie jetzt nur 4 Moral hatten. Ich dachte, die hätten mehr. Und die haben eine sehr hohe Kampfkraft. Die haben auch für Tiermenschenverhältnisse eine relativ gute Panzerung. Und die Moral geht bei denen. Dann hier sind, glaube ich, die Tierberserker. Die haben so eine starke Moral, dass die fast nicht fliehen. Und deshalb sind es auch immer sehr lange, verlustreiche Kämpfe. Dann hier die Schneetrolle, die jetzt von den Werten nicht so stark aussehen. Die auch keine hohe Moral haben, aber eine hohe Kampfkraft. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob die das reinprogrammiert haben oder so geregelt haben. Es könnte sein, dass jedes Modell von denen im Prinzip 2 Herzen hat und sich auch theoretisch heilen kann. Es gibt Kämpfe gegen die Schneetrolle, die so ablaufen, dass man einfach ein paar Schneetrollen tötet und die dann direkt fliehen. Das ist der gute Verlauf. Es kann aber auch sein, dass man ewig gegen die kämpft und die richtig ein Hauen und Stechen gegen die eigenen Männer abliefern. Das dann ganz hart wird. Da müssen wir mal schauen, wie das wird. Hier ist noch ein Held, die sind alle so schlecht gepanzert oder kampfstark. Die sind nicht so stark. Gepanzerte Tiermännchen sind auch eine bessere Einheit. Ja, der Standardheld so ein bisschen. Da oben ist nichts passiert. Da werden wir reinschießen. Ja, ich habe kein Problem damit abzuwarten, weil dann kriegen wir irgendwann die Zauberer und mit den Zauberern können wir unsere Einheiten stärken. Ja, langsam rückt der Gegner vor. Das soll uns aber nicht verunsichern. Die fliehen noch nicht.
Wie weit sind denn die Gegner noch weg? Ja, ich werde jetzt mal versuchen, mit den Jorgern und dem Baumelementar die Tiermännchen zu töten hier. Okay, das klappt ja ganz gut, wenn wir die dann noch erwischen. Und dann werden wir uns aber eher den anderen hier widmen. Der kann nichts, dann kriegen wir auch die Hauptarmee, dann sollte alles wieder zu unseren Gunsten laufen. Okay, da hat alles funktioniert. Jorgan kann wieder hoch. Die müssen wir schon ein bisschen schwächen. Treffen aber nicht. Und wir lassen den Gegner immer noch kommen. Jetzt kommt auch die Hauptarmee. Schauen wir mal, was wir davon noch brauchen. Die Kanonen auf jeden Fall. Die könnten auch noch brauchen. Die Helden brauchen wir. Zauberer auf jeden Fall. Die hier eher nicht mehr. Den nehmen wir nicht. Die eher auch nicht. Die schon mit unten. Die fratzen wir mal auf. Den stellen wir dahin. Wir kriegen, glaube ich, keine Kanone so hoch, wie es geplant war. Ja, dann schauen wir erstmal, was wir hier unten machen.
Das hat direkt nicht geklappt. Der erreicht keinen. Irgendeinen wird er doch schon erreichen. Die da. Ja, dann werden wir vielleicht erstmal die Helden benutzen. Und ein paar auserwählte Einheiten, die wir hier haben. Der Baum geht da mal ran. Den wir vielleicht noch nicht nutzen. Ihr befehlt. Die fliehen schon. Okay, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. So, jetzt haben wir ein paar Zauber gewirkt und werden jetzt mit den Mammutjägern, heißen sie ja, erstmal schwenken und dann angreifen. Der Held ist ganz schön zäh, aber
Er wird keine Chance haben. Eigentlich wollte ich den Baum noch retten. Der stirbt aber schon gleich. Na gut, der Baum ist egal. Die Reiter können vielleicht da hoch. Wovor ich ziemlich Angst habe, ist vor diesem Mörser, weil sie das jetzt bewegt. Deshalb werde ich mal die beiden Elementare auf den Weg schicken. Obwohl ich eigentlich vorhatte, dann noch eine größere Armee zu versammeln. Der kann mal dahin laufen. Die da zumachen. Dann können wir die noch an die Front bringen, obwohl die nichts können. Also wir haben die 4 Berserker in Aktion erlebt. Sie haben, glaube ich, mit einem Verlust vielleicht unser Elementar getötet. Da sieht man schon, so stark sind die nicht. Vor allem ohne Unterstützung. Aber jetzt werden sie erstmal zu zweit losmarschieren. Und diesen leichtsinnigen Mörser hoffentlich kalt machen. So, hier hat sich noch eine gute Situation ergeben. Um zu kämpfen. Da wir jetzt viele Zauberer haben, erlauben uns mal den Luxus, auch auf die schlechteren Helden zu zaubern. Der ist irgendwie falsch rumgelaufen. Könnte man noch angreifen, falls wir das wollen. Jetzt erstmal mit dem Berserker diesen Helden in den Rücken fallen. Der unendlich ist. Hier, die werden wir nach Südosten drehen. Einen neuen Keil formieren. Das will ich nicht. Das wollte ich, oder? Relativ egal. Die werden wahrscheinlich als nächstes kämpfen.
Ja, das ist sehr angenehm, wenn man die ganzen Zauber zur Verfügung hat, um die Einheiten gut zu machen. Die drehen wir mal nach Südosten. Die haben wir gezogen. Die Kanonen schießen wir mal auf die Tierberserker. Wir treffen irgendwie auch gar nichts. Jetzt vielleicht noch eine Chance. Immerhin einen. Dann ist jetzt die Frage, wie wir es hier lösen. Ich glaube, wir... Nee, bitte mit dem Gesicht zum Feind. Und dann warten wir einfach mal ab. Und schon die Brüder des Eisbergs fliegen. Das ist natürlich die Hände friert. Dann ist der Mörser leichtsinnigerweise immer noch aufgesattelt. Da sollten wir mit den 2 Elementaren eigentlich ganz gut knacken können. So, hier wird es jetzt sehr interessant. Ich glaube, wir wollen den Jorga gegen die Trolle haben. Und dann eigentlich noch 2 Einheiten dazu. Die kommen nicht ran. Ah, der ist noch als Nahkämpfer. Ist immer ärgerlich, wenn ein Zauber fehlschlägt, aber in dem Fall ist es nicht so schlimm, weil wir 2 Priester haben, die sich gegenseitig heilen können. Gefeuert. Man sieht auch, hier ist so eine erste Welle, die kommt. Die stauen sich sogar noch hier ein bisschen. Das heißt, der Gegner ist nicht so klug gelaufen, dass er oben rumläuft, um uns zu flankieren. Und diese zweite Welle, die braucht noch ein bisschen, bis sie da ist, beziehungsweise die warten auch, glaube ich, einfach ab. Das wird dann mal kein Problem. Und die Frage ist jetzt hier, der Kampf gegen die Trolle läuft und hier der Held wahrscheinlich im Rücken angegriffen wird, aber das sollte er zumindest mal 1-2 Runden auch überstehen. Und dann kommt ja schon die Hilfe in Form von anderen Einheiten, die daneben dran stehen.
Ja, die Kämpfe sind doch, glaube ich, sehr gut gelaufen. Soweit ich das sehe, haben wir auch noch keinen Verlust erlitten. Gut, der muss ein bisschen aufpassen, weil er gegen den gegnerischen Held kämpft. Die kommen nicht ran, das ist ärgerlich. Aber so. Dann schauen wir mal, was die noch brauchen. Die brauchen auf jeden Fall die heilige Stärke. Und können dann damit kämpfen. Ja, ich glaube, Meridas Kind ist überflüssig. Sehr gut. Kurz noch den Helden schauen. Können wir sogar noch den Jorgan verzaubern. Ja, die wollte ich irgendwie vorbereiten, aber die hängen da erstmal fest. Der heilt seinen Kollegen. Jetzt hat sich die Kanone abladen lassen. Die hat so eine Mindestreichweite, aber wahrscheinlich kann die noch jeden Schuss abgeben. Das sollte uns aber nicht großartig stören. Dann haben wir es, glaube ich, wieder soweit. Wir müssen einfach hier erstmal die Kämpfe überstehen. Möglichst ohne Verluste. Aber alle Einheiten für uns sind sehr gut mit Zaubern versehen. Und wir haben die Helden da. Das heißt, es sollte eigentlich für uns laufen. Jetzt haben die Berserker doch ein paar Verluste erlitten. Aber dafür haben wir auch alle Gegner besiegt. Kelben ist aufgestiegen um eine Stufe. Leider, ja, gibt es eine Situation, dass Helden dann um Moral steigen, was ihnen ja nichts bringt. Hier dieser Mörser hat leider Feuer geschossen. Das war nicht so nett. Da müssen wir auch gucken. Da der Wind nach Westen weht, sieht man oben rechts in der Windrose. Wird uns das Feuer jetzt auch irgendwie nerven? Aber wichtig ist jetzt erstmal, dass wir an die Kanone rankommen. Kanonen kämpfen gar nicht so schlecht, wie man denkt. Deswegen wollte ich mit dem anderen elementaren Rücken angreifen. Das konnte dann aber nicht mehr ganz ran. Ist jetzt mal nicht so schlimm. So, was machen wir? Ich glaube, lauf mit dem Jorgan mal hinten in den Rücken und greifen dann da an. Und dann greifen wir da weiter an, wollte ich sagen, aber vielleicht genau
können wir noch auf ihn zaubern. Okay, das war der beste Fall, dass sie direkt geflohen sind. Ja, jetzt müssen wir hier um das Feuer rumlaufen und man sieht schon, wenn man durch das Feuer läuft, hat man eine sehr verringerte Reichweite. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen drumherum manövrieren. Das sollte für das erste passen. Wir müssen vor allem später mit den Kanonen schauen, dass die nicht da irgendwo festsitzen, wenn das Feuer kommt. Was wir natürlich noch machen könnten, ist die Sturmreiter hier hochschicken. Das wäre ein bisschen komplizierter, aber würde gehen. Vielleicht machen wir das noch in ein paar Runden. Gut, wir sehen, der Mörser macht es nicht lange. Ja, die kriegen wir da hoch. Genau, bin ich gar nicht gedreht, aber egal. Die sind relativ schnell, die Jungs. Oh Gott, das Feuer breitet sich in alle Richtungen aus. Da sind die nächsten zwei Einheiten. Die Helden sind alle tot, wie ich das sehe.
Jetzt habe ich natürlich vergessen, mir das Kind auf die zu zaubern. Können wir das irgendwie nachholen? Erstmal nicht. Aber die größte Sorge ist jetzt das Feuer. Da müssen wir im wahrsten Sinne des Wortes schauen, dass hier nichts anbrennt. Deswegen will ich die auch alle aufladen. Euer Wille geschehe. Jawohl. Ja, mein Kriegsherr. Es wird getan. Ja, mein Kriegsherr. Es soll geschehen. Gut, dann warten wir, bis sich der Gegner nähert in der nächsten Runde und dann schlagen wir wieder zu. Also, wir haben gesehen, die Kanone ist besiegt. Die können jetzt erstmal so ein bisschen weiter marschieren. Sollten aber auf die Sturmreiter warten. Na. Den müssen wir gleich noch heilen. Feuer sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als ob es ausgeht von alleine. Nee, da ist keine Gefahr, dass da angegriffen wird. Also die müssen dann hier in die Ecke laufen und dann wird das hinhauen mit dem Zaubern. Ja, mein Kriegsherr. Wie ihr befehlt. Die haben einen im Kampf verloren, das ist in Ordnung. Ja, Das können wir nämlich wieder ausgleichen. jawohl, mein Fürst. Wie ihr befehlt. Die haben, glaube ich, ein paar mehr verloren, aber Euer Wille geschehe. von denen können wir auch nicht so viel erwarten. Obwohl, im Endeffekt haben die vielleicht auch nur einen verloren. Ich weiß es nicht. 2 wahrscheinlich. Die haben 7 und Anführer, Standartenträger und Musiker. Und die haben, glaube ich, auch 7. Ne, doch nur einen verloren. 7 Leute und dann die 3 Offiziere, sag ich mal. Die laut Handbuch eine Funktion haben, zum Beispiel irgendwie die Moral erhöhen, Formationen erleichtern, aber ob das alles da rein programmiert wurde, das steht in den Sternen. Euer Wille geschehe. Ich glaube eher nicht. Es wird getan. Euer Wille geschehe. Es wird getan.
So, dann schauen wir mal. Gegner macht auch nicht wirklich was. Wie Ihr Befehl. So, jetzt sind die mit allem versorgt. Das Feuer, ja, das ist nicht schön hier. Ich hoffe eigentlich mal, dass alles aus dem Wald raus ist, aber wir sehen auch da nichts mehr. Gelände sieht man schon die ersten Schneeelemente, die andeuten, dass wir nach Norden marschieren. Zu den Eiswüsten von Istag. So, hier können wir angreifen, das werden wir auch, glaube ich, tun. Den Baum schicken wir einfach mal sinnlos vor. Der bewährt sich sogar. Und dann Imperium. Ich werde sie zerschmettern. Heilende Hand, genau. Ich werde sie zerschmettern. Ja, greift ganz an. Wir ziehen zu anderen Einheiten her. Oh, dass das Fußball so eine geringe Reichweite hat, das ist wirklich schlecht. Es soll geschehen. Jawohl, Mann. Alles aus der Gefahrenzone. Euer Wille geschehe. Ja, mein Kriegsherr. Es wird getan. Ja, mein Kriegsherr. Macht euch ein bisschen kleiner. So, jetzt können wir nur da unten irgendwie verstecken. Sollte alles glatt laufen. So, die Eisbären sind geflohen. Kommt da einfach der Held dran, ja. Es gibt auch keine Erfahrung dafür, wenn man fliehende Einheiten tötet. Auch wenn es natürlich ganz gut wäre für uns. Dann können wir jetzt hier dran gehen. Mein Leben könne kein Und alles, was wir so haben, dazu schicken. wie Ihr Befehl.
Können nächste Runde mitkämpfen, wenn sie es schaffen. So, hier beim Feuer, da wird es noch relativ wichtig, dass wir uns hier ein bisschen Platz schaffen. Euer Wille geschehe. Euer Wille geschehe. Wie ihr befehlt. Jawohl. Da hätte ich ja gar keinen Bock mehr auf den Orden per Teleportation befreien müssen, weil es hier irgendwie zu eng wird. Der ist eigentlich sicher. Die sind uns egal. Wie ihr befehlt. Ja, die haben sich doch formiert, was ich natürlich nicht wollte, aber die hängen jetzt ganz fest. Naja, die Sturmreiter kommen wenigstens zu zweit vor. Es soll geschehen. Der Gegner hat hier oben noch 2 Einheiten, das gefällt mir nicht. Jedenfalls will ich da abwarten, bis ich mit der Hauptarmee weiter vorgerückt bin. Es wird getan. So, wir haben jetzt auch alle in die Flucht geschlagen. Wie ihr befehlt. Da aufgeschlossen. Die sind aus der Gefahrenzone. Die auch, das ist sehr gut. Es wird getan. Wie ihr befehlt. Ich glaube am einfachsten auch, wenn wir die da unten rein verstecken. Retten wir von mir aus den auch. Euer Wille geschehe. Ja, mein Pflichtherr. Wie ihr befehlt. Ich denke mal, es wird jetzt eher eine Aufgabe für Helden, Zauberer und Sturmreiter. Euer Wille geschehe. Müssen wir mal schauen, wie die gleich da durchpassen.
Da oben müssen wir ein bisschen aufpassen, weil das ja Bogenschützen sind. So, jetzt nehmen wir noch die Mammutjäger mit, die sind auch schnell. Zauberer sind noch ganz gut dann zum Heilen und eventuell irgendwelche Gefahren beseitigen, indem man Leute teleportiert. Mit den Druiden werde ich jetzt keinen Zauber mehr machen. Es kann nämlich passieren, dass der Zauber misslingt und dass dann die Bäume nicht mehr unter meiner Kontrolle sind, sondern die Beherrschung verlieren. Die bringen wir so ein bisschen in Position. Da oben die schwenken wild hin und her. Ja, hier greifen wir mal an. Ja, das ist dieser komische Bug oder Feature, dass die irgendwie schießen, kurz bevor da jemand in den Nahkampf gerät. Zum Glück haben wir 2 Elementare. Und dann können wir auch mit den Sturmreitern dran. So, und jetzt schicken wir alle Helden die Rampe hoch. Der wird es wohl nicht mehr schaffen, weil er zu langsam ist. So, die sollten auch gerettet sein. Das ist die Frage, passen wir hier überhaupt durch und dann laufen wir hier da geradeaus. Wir laufen da geradeaus. Der versteckt sich noch da unten, das ist alles egal. Den wird es wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen, wir nehmen trotzdem mit. Gut. Die Organ kommt noch nicht dran, aber egal. Wird schon schief gehen. Jawohl, mein Fürst. So, das sieht doch gut aus. Da ist, glaube ich, alles Gefährliche geschafft. Jetzt haben die natürlich wieder gehalten. Jetzt werden wir wahrscheinlich wieder erleben, dass sie diesen Baum abschießen. Nee, zum Glück nicht. So, das ist doch prima gelaufen. Denn
Dann kann der Baum sogar noch da dran und die letzten töten. Der Rest sollte kein Problem sein. Die Helden und die Sturmreiter. Das war's. Sauber. Geringe Verluste. Und dann bei den Adligen und beim Provinzheer, das können wir locker ausgleichen. Sehr gut gelaufen.